Stell dir vor, du lernst 10 neue Wörter und vergisst 8 wieder. Nervig, oder? Heute zeigen wir dir, wie du in nur einer Stunde richtig viele, wirklich nützliche Wörter lernst und auch behältst. Ganz genau, und zwar Wörter, die du sofort brauchst, im Café, im Supermarkt und unterwegs. Also, heute lernst du auf A2-Niveau, wie du Wortschatz schnell sammelst, sortierst und benutzt, in echten Situationen. Hi zusammen. Ich bin Tim, schön, dass ihr da seid. Wir legen direkt los, ohne Schnickschnack. Ich bin Julia, und zum Üben später, die komplette Lektion gibt's auf Vocabli. Also, fangen wir praktisch an. Mein Tipp Nummer 1: Lerne Wörter in kleinen Gruppen, sogenannte Wortpakete. Zum Beispiel im Café. Bestellen, zahlen, die Karte, ohne Zucker, zum Mitnehmen. Das merkst du dir viel leichter als einzelne Wörter alleine. Ja, und sprich die Wörter gleich in einer Mini-Satzschablone. Also nicht nur Milch, sondern ich nehme die Milch, bitte, so übst du Grammatik nebenbei, und dein Gehirn speichert die Kombination, nicht nur das einzelne Wort. Lass uns eine kurze Rolle spielen, ja? Du bist die Bedienung im Café, ich bin Gast. Wir zeigen, wie man mit wenigen Wörtern viel sagt. Okay, los. Ich bin bereit, Herr Gast. Guten Tag. Haben Sie die Karte? Ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Und, ein Stück Apfelkuchen, zum Mitnehmen. Ja, klar. Möchten Sie den Cappuccino mit normaler Milch oder mit Hafermilch? Und wollen Sie Zucker dazu? Mit normaler Milch, bitte, und ohne Zucker. Ach so. Und können Sie mir bitte eine Quittung geben? Natürlich, die Quittung bekommen Sie gleich. Das macht zusammen 4,50 €. Perfekt, danke. Sehen wir, Karte, Cappuccino, ohne Zucker, zum Mitnehmen, Quittung. 5 Wörter plus eine Satzschablone, zack, kleines Paket. Genau so. Und wenn du ein neues Wort hörst, frag ruhig nach. Was bedeutet Quittung? Das ist der Kassenbon, den du nach dem Bezahlen bekommst. Kurze Erklärung, dann sofort in einen Satz packen. Tipp 2: Arbeite mit Gegensätzen. Teuer, günstig, laut, leise, voll, leer. Oder mit Familien, kaufen, Verkäufer, Einkauf, Einkaufswagen. Dein Gehirn liebt solche Netze, das hält einfach besser. Und, ganz wichtig, sprich die Wörter laut. Viele Anfänger sagen, ich lerne im Kopf, aber die Aussprache fehlt dann. Vor allem das CH, wie in ich oder mich. Das ist kein SCH, sondern, na ja, ein weicher Hauchlaut. Oh ja, ich hab mal Milch wie Milch gehört und alle waren verwirrt. Wenn du unsicher bist, langsam sagen, mal übertreiben. Also MILCH, 3 kleine Schritte, dann wieder normal. Klingt komisch, hilft aber echt. Kurze Geschichte, bei einem Sprachtandem hat jemand kaufen benutzt, aber ganz falsch. Er wollte sagen, kannst du mir helfen? Und er sagte, kann ich dich kaufen? Ui, peinlich. Alle lachten, war aber freundlich gemeint. Seitdem weiß er, kaufen ist wirklich nur für Dinge, nicht für Menschen, und helfen geht mit Dativ. Kannst du mir helfen? Siehst du, so eine Mini-Panne bleibt im Kopf, und das Wort auch. Also, bau kleine Geschichten um Wörter. Ein Bild, eine Situation, ein Gefühl, dann speicherst du schneller. Bevor wir weitergehen, machen wir noch ein kurzes Mini-Rollenspiel im Supermarkt, okay? So festigst du die Einkaufwörter. Gern. Ich bin Kunde, du bist Kassiererin. Hallo. Haben Sie alles gefunden? Ja, danke. Ich nehme Brot, Käse und Tomaten. Haben Sie vielleicht noch eine Tüte? Klar,
eine Papiertüte oder eine Stofftasche? Und möchten Sie mit Karte zahlen oder bar? Eine Papiertüte, bitte. Und ich zahle mit Karte. Könnten Sie mir den Kassenbon geben? Gerne, hier ist der Bon. Schönen Tag noch. Danke, ebenso. So, mit Tüte, mit Karte zahlen, Bon hast du direkt 3 alltagsnahe Wörter. Schreib sie als kleines Paket auf. Supermarkt, Tüte, Bon, mit Karte zahlen, Bar, Papiertüte, Stofftasche. Und mach gleich Variationen. Ich brauche eine Tüte. Bitte, haben Sie eine Stofftasche? Ich zahle bar. 3 Sätze. Zack, du erinnerst dich morgen noch daran. Kleiner Reality-Check. Viele denken, eine App allein reicht. Apps sind super zum Start. Ja, aber für echten Wortschatz brauchst du Kontakt mit echtem Deutsch. Also Serien mit Untertiteln, kurze Clips, Sportkommentar, Gaming-Streams, was dich wirklich interessiert. Total. Wenn du Fußball liebst, hör mal Sportkommentar. Da lernst du Wörter wie Pässe, Foul, Schuss, und du bleibst dran, weil's Spaß macht. Gleiche Methode, Wörter im Paket, kleine Sätze laut sprechen. Kurzer Tipp für die Stunde. Teile sie in 4 Blöcke à 15 Minuten. Block 1. Hören und sammeln, 10 bis 15 Wörter in einem Thema. Block 2. Laut nachsprechen mit Minisätzen. Block 3. Mini-Rollspiel oder Selbstgespräch. Block 4. Wiederholung, schreiben, nochmal sprechen. Ja, und setz dir ein Miniziel. Nicht 100 Wörter aus allen Themen, sondern vielleicht 30 Wörter zu essen und trinken. Das ist machbar, und du fühlst dich danach stark. So, Halbzeit, kleines Quiz. Julia, was heißt zum Mitnehmen im Kaffeekontext? Hey, easy, du willst das Getränk nicht hier trinken, sondern woanders. Also auf Englisch to go, aber wir sagen zum Mitnehmen. Und ohne Zucker ist klar, kein Zucker drin. Alles sitzt? Sitzt. Und an euch? Wisst ihr noch, was der Kassenbon ist? Genau, die Quittung nach dem Bezahlen. Wenn nicht, kein Stress, wir wiederholen gleich. Gehen wir weiter mit häufigen Fehlern beim Wortschatz. Fehler 1, zu lange Listen, null Kontext. Mach lieber kleine Wortfelder mit Beispielsätzen. Fehler 2, nur passiv lesen. Nein, du musst sprechen, laut, auch wenn's komisch klingt. Fehler 3, den ich oft sehe, falsche Aussprache, vor allem Umlaute und ch. Übe Wortpaare, schön, schon, Milch, Milchkaffee. Nimm dich mal mit dem Handy auf, hör's ab und verbessere ein Detail pro Tag. Und noch was aus der Praxis. In meiner Lerngruppe haben viele gesagt, sie bleiben auf einem Plateau, wenn sie nur Apps klicken. Dann sind sie zu einem Sprachstammtisch gegangen, also ein Treffen mit echten Leuten. Nach 2 Abenden hatten sie neue Wörter wie Smalltalk, Vorstellen, Stammtisch, und sie konnten sie sofort benutzen. Apropos Smalltalk, machen wir ein kurzes Mini-Rollenspiel für ein Treffen. Du bist neu in der Runde, ich bin schon da. Fertig? Ja, los. Hallo, ich bin Tim. Wie heißt du? Ich bin Julia. Schön, dich kennenzulernen. Woher kommst du? Ich komme aus Köln. Und du? Was machst du so, beruflich? Ich arbeite in einer GmbH, im Marketing. Und du, studierst du oder arbeitest du? Ich arbeite als Entwickler. Übrigens, magst du Kaffee oder Tee? Tee, meistens. Aber im Café bestelle ich gern einen Cappuccino. Perfekt. In diesem Mini-Dialog stecken schon Wörter für Vorstellen, Herkunft, Beruf, Vorlieben. Schreib dir eine Schablone. Ich heiße. Ich komme aus.
Ich arbeite als. Ich mag. Das sind 4 Sätze, die du überall nutzen kannst. Kurzer Kulturhinweis, weil er Wortschatz betrifft. Beim Essen reden manche nicht gern über Politik, das kann schnell heikel sein. Nimm lieber neutrale Themen, Essen, Reisen, Hobbys. Dafür brauchst du Wörter wie lecker, salzig, süß, wandern, schwimmen, lesen. Super. Noch ein Techniktipp. Benutze Karteikarten, aber smart. Vorne das Wort, hinten ein kurzer Beispielsatz aus deinem Leben. Statt Brot, Bread, schreib: Ich kaufe am Samstag Brot auf dem Markt. So verankerst du Zeit und Ort und das bleibt drin. Und baue kleine Ketten, kaufen, bezahlen, Kasse, Kassenbon, Tüte, tragen. Dann erzählst du dir die Geschichte: Ich kaufe Tomaten, bezahle an der Kasse, nehme den Bon und eine Tüte und trage alles nach Hause, fertig. Du hast 6 Wörter aktiv. Für Motivation. Wähle Themen, die dich wirklich packen. Wenn du Gaming magst, such Wörter wie Level, Gewinnen, Verlieren, Team, Zeitdruck. Hör 10 Minuten einen Stream, schreib 5 neue Wörter auf, sprich sie laut, baue 2 Sätze. Das sind 15 Minuten sinnvoll genutzt. Genau. Und dann wiederholst du gezielt. Studien sagen oft, dass nach einem Tag viel weg ist, wenn du nicht wiederholst. Also, na ja, wiederhol am selben Tag kurz und am nächsten Tag nochmal. So behältst du locker 50% mehr. Lass uns noch eine kurze Übung machen. 3 Wege, ein Wort zu merken. Nehmen wir leihen. Erstens, Bild: Ich leihe mir ein Buch von Julia. Zweitens, Gegenteil: kaufen versus leihen. Drittens, Frage: Kannst du mir dein Fahrrad leihen? 3 Blickwinkel, ein starkes Ergebnis. Sehr gut. Und denk an Präpositionen bei Verben, die sind wichtig für Sinn. Warten auf, sich freuen auf, denken an. Mach Minisätze: Ich warte auf den Bus, ich freue mich auf das Wochenende, ich denke an meine Familie, so sitzt's. Manchmal hilft auch Körper. Ich meine, Bewegungen. Beim Wort tragen. Mach die Geste, als würdest du eine Tüte heben. Bei schieben, so, als drückst du einen Wagen. Klingt albern, aber dein Gehirn liebt das, ehrlich. Okay, schnelle Challenge für euch: 5 Wörter, ein Thema Bahnhof. Ich geb dir Startwörter: Gleis, Fahrplan, Verspätung, einsteigen, umsteigen. Bau jetzt 2 Sätze: Der Zug auf Gleis 3 hat Verspätung. Ich steige ein und muss in Bonn umsteigen, fertig, kleines Paket sitzt. Und wenn du unsicher bist, wiederhol laut, mit Pausen. Ich steige ein. Dann schneller: Ich steige ein. Und dann mit Ergänzung: Ich steige in den Zug ein. So wächst der Satz Wort für Wort. Noch ein häufiger Fehler: Man sammelt nur Nomen. Aber Verben sind die Motoren, die bringen Bewegung. Lern zu jedem Nomen ein Verb: die Bestellung, bestellen, die Hilfe, helfen, die Frage, fragen, die Antwort, antworten. Dann kannst du sofort sprechen. Stimmt. Und Regeln sind gut, aber halte sie leicht. Eine Faustregel: Wenn du ein neues Wort lernst, mach sofort 2 Minisätze. Einen für dich, einen für jemand anders. Ich trinke Wasser. Trinkst du Wasser? Zack, aktiv und passiv. Wenn du mit Freunden übst, macht ein Wort Ping-Pong. Einer sagt Kaffee, dann der andere bestellen, dann ohne Zucker, zum Mitnehmen, Karte. In 2 Minuten habt ihr 10 Wörter und lacht dabei. Motivation plus Erinnerung, Top-Kombination. Aussprache-Mini-Tipp zum Schluss des Technikblocks: Nimm schwierige Laute im Kontext. Ich brauche Milch. Da hast du ch zweimal.
Sag den Satz 3-mal, flüssig, nicht zu schnell. Dann nimm ein neues Wort dazu. Ich brauche frische Milch. Schon wieder 2 neue Teile. Gut, noch ein Mini-Rollenspiel nach dem Weg fragen. Du bist Tourist, ich bin Passantin. Kurze Szene? Ja, gerne. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Geradeaus bis zur Ampel, dann links. Nach der Brücke sehen Sie das Gebäude rechts. Es sind 5 Minuten zu Fuß. Danke. Neue Wörter hier. Geradeaus, links, Brücke, zu Fuß. Schreib dir Wegpaket, geradeaus, links, rechts, die Ampel, die Brücke, zu Fuß, ungefähr. Und wenn du das Paket wiederholst, baue Tempo auf. Erst langsam, dann normal. Und ja, wenn du ein Wort vergisst, nachfragen. Was bedeutet ungefähr, so, na ja, nicht genau, etwa, kurz klären, weitersprechen. Bevor wir schließen, eine Frage an euch. Welche 3 Wörter aus dieser Folge benutzt ihr heute noch in einem echten Satz? Schreibt's euch auf, sprecht sie laut und teilt gern eure Tipps mit der Community. Und wie versprochen, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos auf Vocably, Link in der Beschreibung. Schau da rein, üb die Dialoge und hol dir dein persönliches Wortpaket. Bis zum nächsten Mal. Genau, macht's euch leicht, lernt in Paketen, sprecht laut und habt Spaß. Wir hören uns und viel Erfolg mit eurem Wortschatzbooster.